Andere holen sich Schmuck aus Übersee. Ich ein Campingset fürs Tesla Model Y. Handgefertigt in Neuseeland. Halber Globus, halber Wahnsinn. Und jetzt teste ich's in Kroatien. Schublade raus, Bambustisch dran, Bett hoch, Subtrunk frei. Und ja, ich krabbel wirklich rein und mach die Klappe zu. Mein 5-Sterne-Camper. Naja, fast. Ich habe es tatsächlich getan. Ein Camping-Car-Kit fürs Tesla Model Y. Bestellt in Neuseeland. Heimlich. Und meine Frau Melinda wusste nichts davon. Ihr Kommentar? Blödsinnige Idee. Warum hatte ich damit was gerechnet? Deswegen hast du mir auch nichts gesagt von deiner Bestellung, weil ich dich davon versucht hätte abzuhalten. Denn für sie ist ja schon lange klar. Weil du einfach kein Mensch bist, der im Auto schläft. Ja, aber dies Ding hier? Ja, macht's nicht besser. Es ist im Auto schlafen, machst du nicht. Viel zu viel Geld für nix und wieder nix. Ob sie recht hat, finden wir es heraus. Hier und heute auf einem Campingplatz in Kroatien. Was taugt das Camping-Car-Kit von Terraglide fürs Tesla Model Y? Herzlich willkommen bei Ulf Unplugged Up and Away. Schön, dass ihr dabei seid. Ich sitze also hier auf einem Campingplatz auf der Insel Murta in Dalmatien. Denn wie jedes Jahr im August bin ich hier bei meinem Lieblingsfestival für House und Dance Music. Mit dabei ist unser Tesla und das Car Camping Kit von Terraglide, das ich mir vor wenigen Wochen zugelegt habe. Hattest du Car Camping nicht längst beerdigt? Das ganze Drama kennen wir doch schon. Und jetzt glaubst du ernsthaft, diesmal klappt's? Für alle, die neu dabei sind, Car Camping, ich hab's versucht. Zuletzt bei meinem großen Europa-Roadtrip nach Spanien und Portugal. Wer sich das alles noch einmal anschauen mag, in der Beschreibung zu diesem Video oder auch hier oben werde ich einen Link setzen. Wie so häufig in der Vergangenheit hatte ich auch bei jedem Trip meine tolle Matratze von Expert mit dabei. Aber so richtig Freude wollte dabei nicht aufkommen. Alles irgendwie zu viel Improvisation. Denn obwohl die Matratze ziemlich gut ist und die Ebene des Tesla eigentlich auch recht gerade ist, so richtig gut war das Liegen dabei nicht. Die Sache mit dem Car-Camping hatte ich daher eigentlich schon aufgegeben. Ihr erinnert euch noch vielleicht an jenen Spruch. Ich glaube, ich bin tatsächlich kein Camper. Und vielleicht bin ich auch noch nicht mal ein Car-Camper. Aber hey, irgendwie lässt mich dieses seltsame Thema einfach nicht los. Car Camping im Tesla. Und wo landest du? Natürlich nicht bei irgendwas Naheliegendem, sondern gleich am anderen Ende der Welt. Neuseeland. Echt jetzt? Also habe ich mal wieder gesucht nach etwas mit Struktur und System. So etwas, wie man es zum Beispiel auch vom Bulli kennt. Und gefunden habe ich dann Terraglide, ein kleines Startup aus Neuseeland, das auf modulare Car-Camping-Systeme spezialisiert ist. Insbesondere für Tesla, aber inzwischen auch für einige andere Hersteller. Gefertigt wird aus Holz, sauber CNC gefräst. Und es gibt so einige Variationen mit Schubladen, mit Tischen und diversen Klappmechanismen. Und ich dachte mir, das ist es. Wenn es damit nicht klappt, dann kann ich das Thema Car Camping endgültig begraben. An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Dieses Video ist ein journalistischer Beitrag. Ich habe das Set auf eigene Kosten gekauft und bezahlt. Ich bin also völlig frei in der Gestaltung dieses Videos. Ich kann Vor- und Nachteile nach eigenem Gusto benennen und euch natürlich auch darüber informieren, welche Produkte es von anderen Herstellern gibt. Zugegebenermaßen, es gibt weltweit nicht so viele fürs Tesla Model Y. Hört euch also einfach an, was ich zu erzählen habe und bildet euch dann selbst eine Meinung. In diesem Sinne, zurück zum Video. Schon klar, selbst gekauft, keine Werbung, völlige Unabhängigkeit. Aber ein Set aus Neuseeland rüberschiffen lassen? Das klingt nicht nach Campingschnäppchen, sondern nach erst zahlen, dann staunen. Also, wie tief musstest du wirklich in die Tasche greifen? Ich hatte also die Firma in Neuseeland ausgemacht. Das brachte allerdings einige Fragen mit sich. Ich schrieb also das Unternehmen an und tauschte mich mit George, dem Gründer, in einigen E-Mails über sein Produkt, die unterschiedlichen Varianten im Programm und die etwaigen Transportkosten nach Deutschland aus. Denn zugegebenermaßen so einen Import aus Neuseeland macht man ja als Privatperson wirklich nicht jeden Tag. Und das hat der Anbieter dann wohl auch irgendwann begriffen, dass es alles nicht so einfach zu durchschauen ist und hat deshalb die Transportkosten inzwischen in den Angebotspreis mit integriert. Aha,
Transport also schon eingerechnet. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Aber mal ehrlich, da kommt doch noch was obendrauf. Zoll, Steuern, Gebühren, das volle Überraschungspaket, oder? Glücklicherweise existiert zwischen Neuseeland und der EU ein Freihandelsabkommen, sodass keine Zölle anfallen. Allerdings Einfuhrsteuer fällt dann schon an. Das sind 19%, ganz in Anlehnung an die 19% der deutschen Mehrwertsteuer. Das alles begleicht man über DHL, sobald das Paket auf dem Weg ist. Man muss halt einfach nur im Blickfeld haben, dass diese Kosten auf einen zukommen. Sehr vorbildlich. Aber sag mal, bei dem ganzen Modellchaos, wie hast du ausgerechnet dein Set rausgefischt? Das Angebot ist schon recht vielfältig. Es gibt zum Beispiel eine Variante für Soloreisende, die nicht so viel Platz zum Schlafen brauchen und sich daher ein wenig beschränken und dafür lieber ein Drittel der Liegefläche für Koffer, Taschen und sonstiges Equipment bereithalten. Andererseits gibt es allerdings auch einfachere, günstigere Basisvarianten, bei denen man einfach nur gerade liegt, allerdings auf weiteren Stauraum dann verzichtet. Ich habe mich am Ende für ein Pro-Modell entschieden, das Profi-Set. Denn obwohl ich die meiste Zeit allein unterwegs bin, möchte ich trotzdem die Option für einen zweiten Gast an Bord haben. Vielleicht werde ich Melinda ja eines Tages doch noch davon überzeugen, mit mir auf Car-Camping-Tour zu gehen. Wichtig war mir allerdings auch, dass der Subtrunk weiterhin zu erreichen ist. Car Camping aus Neuseeland klingt nicht nach Sonderangebot. Also, wie viel Wahnsinn steckt am Ende auf deiner Rechnung? Kurzum, ich hatte das Glück, dass TerraGlide ein für mich passendes Modell als Vorführmodell in seinem Shop angeboten hat. In Summe habe ich somit rund 1.700 € bezahlt. Ja, ich weiß, das ist nicht günstig, aber ich wollte es halt einfach gern ausprobieren. Für euch, für Melinda, naja, eigentlich vor allem für mich. Na gut, wenigstens ehrlich. Aber sag mal, wie kriegt man so ein Set überhaupt aus Neuseeland hierher? Der Versand ist einfacher, als ich das eigentlich gedacht hätte. TerraGlide versendet nach der Bezahlung per DHL Express. Noch während das Paket unterwegs ist, erhält man dann von DHL eine E-Mail mit einem Link. Diesen Link klickt man an und erteilt damit DHL die Erlaubnis zum weiteren Handeln. Wenig später bekommt man noch eine weitere E-Mail mit einem weiteren Link, über den man dann die 19% für die Einfuhrsteuer begleichen kann. Sehr wichtig, das alles fällt zuzüglich des eigentlichen Kaufpreises an. Draufrechnen muss man auch noch eine kleine Bearbeitungsgebühr, die DHL erhebt, für die Abwicklung mit dem Zoll. Das fällt aber eigentlich nicht so recht ins Gewicht. Interessant, das Paket ging an einem Montag in Neuseeland auf Reisen. Es war angekündigt für den kommenden Freitag. Allerdings klingelte schon am Donnerstag der Paketbote bzw. Spediteur von DHL und lieferte das Paket aus. Angemeldet für Freitag, gelandet am Donnerstag. Aber sag, Aufbau eher Drama oder doch ein kleines Wunder? Ich hatte das ja eigentlich als Überraschung für Melinda geplant. Aber dann stand der Bote auf einmal am Donnerstag vor der Tür. Und Melinda war ebenfalls zu Hause. Denn sie hatte an diesem Tag Homeoffice gemacht. Was allerdings am Ende auch gar nicht schlecht war. Denn so hatte ich jemanden bei der Hand, der beim Reintragen helfen konnte. Ihr Kommentar? Skeptisch. Was ist das? Dein Zeug aus Neuseeland. Wir fahren in einen Express Worldwide. So, das trage ich nicht. Das ist your job. Das ist sauschwer, kannst die Sackkarte holen. Ich trag's nicht. Beim Hochtragen hat sie am Ende doch mitgeholfen. Wenn auch eher widerwillig. 2 Tage standen die Pakete anschließend an der Tür zum Wohnzimmer. Dann wagte ich mich endlich aus der Deckung. Baust du es mit mir auf? Nee. Nee. Ich hab's schon mit dir hochgeschleppt, weil ich mir das nicht anschauen konnte. Ich hatte das ja alles viel, viel besser geplant. Ja, deine Planungen sind mal wieder grandios. Dieses Paket sollte eigentlich erst morgen kommen. Und ich wollte es total geheim halten, sodass du das nicht mitbekommst. Jo. Grandios geklappt, ne? Ja, mei, irgendwann hätte ich es ja wohl oder übel gesehen. Ja, aber ich wollte das als Surprise auch mit dir dann filmen. Ich wollte deinen glücklichen Gesichtsausdruck filmen. Ja, ich sag nichts. Die erste Nacht darfst du mit mir im Bett verbringen. No way. Kannst du selber machen, bist ja bald auf dem Festival und bist dann ganz allein unterwegs. Aber es hat am Ende doch beim Aufbau geholfen. Hier einige Impressionen von unserer Aufbausession. Seit 2 Tagen stehen da hinten die Pakete aus Neuseeland mit dem TerraGlide, Car Camping, Bed Kit, wie auch immer. Und jetzt geht's daran, das Ding tatsächlich zusammenzubauen. Na dann mal rein in die gute Stube und ausgepackt. Jetzt müssen wir wohl einfach mal sortieren und dann mal gucken, was wir damit machen. Ja, Ordnung ist das halbe Leben.
So, liebe Freunde, jetzt ist alles ausgepackt. Das einzige Ding ist, es gibt keine Bauanleitung. Das kann einen ein bisschen schrecken, tut's mich allerdings nicht, denn Terraglide hat ja einen YouTube-Kanal und dort gibt's ein Video. Ja, diese paar Blätter da, vielleicht wären die ganz gut gewesen. Aber wir haben ja das richtige Werkzeug mitgeschickt bekommen und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir mit Hilfe dieses Videos das Ganze hier zusammengeschraubt bekommen. Also los, vieles kann man einfach zusammenstecken und ebenso verschrauben. Ja, manchmal muss man etwas umstecken, aber mit Hilfe des Videos findet man immer eine Lösung. Also mal ein kleiner Zwischenstand. Es ist auf jeden Fall schweißtreibend, glaube ich, das sieht man. Aber es ist durchaus machbar, auch ohne schriftliche Anleitung. Das Video hilft. Ja, gut 4 Stunden später stand das Ding dann. Man kann das ganz gewiss auch noch schneller schaffen. Allerdings mussten wir uns ja zwischendurch auch noch ein wenig um unsere Kinder kümmern. Übrigens ganz interessant, das Modell im Video ist ein wenig anders als unser Modell gewesen. Das hat an einigen Stellen etwas Verwirrung gestiftet, aber in Summe hat das gut geklappt. Und am Ende ist es wie bei Ikea. Kennst du eins, kennst du alle. Und wenn ich gar nicht weiter wusste, dann habe ich George von Terraglide eine E-Mail geschickt und der hat wirklich sehr schnell geantwortet und alle meine Fragen geklärt. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Macht das Set was her oder machst du dir was vor? Was soll ich sagen? Sehr solide gebaut, sehr schön produziert, keine Ecken, keine Kanten. Alles wirkt hochprofessionell und modern. Vor allem, es hat keine Do-it-yourself-Optik, wie bei so vielen anderen Lösungen, die man auf YouTube finden kann. Da ist irgendwie nichts improvisiert. Das hat alles Hand und Fuß. Das gefällt mir sehr gut. Sprechen wir über die Praxis. Wie klappt das mit dem Einsteigen? Geschmeidig rein oder eher Turnübung durchs Heck? Ja, das Einsteigen, keine so leichte Sache. Am besten, man legt sich einen solchen kleinen Hocker zu, mit dem man dann relativ einfach hier die Kante hochsteigen kann und dann ins Bett reinkommen kann. Alternativ kann man das auch so machen, wie es offenbar die Frau oder sonstige Verwandte von George in einem Werbevideo von Terraglide macht. Die springt einfach ins Bett hinein. Für mich keine Alternative. Alternativ könnte man versuchen, auch über die Seite reinzusteigen, aber ich zeige euch, wie das ausschaut. Das ist in Summe einfach etwas zu eng. Gut, vielleicht mag es sehr sportliche Menschen geben, die das schaffen. Für mich ist das keine Option. Wie kommt man also nun tatsächlich da rein? Ich habe lange überlegt, ob ich euch diesen Anblick antun soll. Sei es drum, ich mache es einfach. Und da stapft der alte Mann in Richtung Heck. Ein kleiner Hocker, ein tiefer Atemzug und schon turnt er wie ein Maikäfer in die Koje. Klappe zu, Camp Mode aktiv. Klappe wieder auf, rausgekugelt. Na bitte, geht doch. Mal ehrlich, fühlt sich das nach gemütlicher Koje an oder eher wie Sardine im Blechkasten? Meine größte Sorge im Vorfeld war, ob man nicht vielleicht etwas zu nah am gläsernen Dachhimmel des Teslas liegt. Wie sich das tatsächlich darstellt, habe ich gestern Morgen live festgehalten. Schaut her. Ja, ich war erstaunt, dass ich mit dem Platz doch einigermaßen gut zurechtkomme. Ich hatte mir da größere Sorgen gemacht. Aber man sollte ehrlich sein, Menschen mit Platzangst sollten sich vielleicht eher die Basisvariante ohne Schublade anschauen, da man da einfach nicht so hoch liegt und etwas mehr Platz zum Himmel hat. Ist das am Ende ein Matratzenparadies oder doch eher ein Kompromiss? Die Liegefläche des Tesla bei umgeklappter Rückbank ist ja vergleichsweise gerade. Allerdings nicht richtig gerade und außerdem nicht gedämpft. Man liegt da doch auf recht hartem Holz oder Kunststoff, was auch immer. Und daher war ich sehr gespannt, wie es sich hier beim Terraglide-Set verhalten würde. Ob man tatsächlich einen Unterschied verspüren kann. Und tatsächlich, ich kann sagen, man liegt besser darauf. Das liegt aus meiner Sicht vor allem daran, dass man jetzt wirklich gerade liegt, aber auch an der Federung. Dadurch, dass der Bettbodensatz nicht eine gerade Fläche ist, sondern eine Art Lattenrost mit Zwischenräumen, federt es insgesamt besser und ich habe das Gefühl, dass man so viel besser schlafen kann. Okay, Terraglide kennen wir jetzt, aber welche anderen Lösungen gibt es eigentlich? Ja, die Frage nach Alternativen stellt sich natürlich. Zum Vergleich für den Bulli gibt es sehr viele Anbieter, die solche Campingkits anbieten. Allerdings, beim Tesla ist das ja etwas anders. Zum einen gibt es dieses Auto noch nicht so lange, zum anderen ist das natürlich eine sehr spitze Zielgruppe. Zudem stellen sich hier besondere Herausforderungen, denn man möchte ja den Subtrunk, also den unteren Kofferraum, nach wie vor erreichen können,
auch wenn man ein Bett aufgebaut hat. Und da muss man nach Anbietern tatsächlich suchen. Und zwar nicht nur national, sondern tatsächlich international. TerraGlide ist mir in diesem Zusammenhang aufgefallen. Es gibt aus meiner Sicht nur einen tatsächlich nennenswerten Konkurrenten, der auch ein gewisses Renommee hat. Das ist der kanadische Anbieter Frubel. Dessen Ansatz ist ähnlich zu dem von TerraGlide. Am Ende musste ich mich einfach entscheiden. Mir hat bei TerraGlide das Design und die technischen Raffinessen noch ein klein wenig mehr gefallen. Allerdings ist das Set von Frubel ganz gewiss auch einen Blick wert. Camping schön und gut. Aber was ist mit dem Alltag? Einkäufe oder mal was Größeres? Das ausgelieferte Set wog rund 45 Kilo. Das Ding ist somit ziemlich schwer und natürlich auch stabil, was es ja sein soll und muss. Allerdings bringt das dann auch mit sich, dass man das Ding nicht einfach mal so kurz rausnehmen kann. Also ist die Alltagstauglichkeit durchaus eine berechtigte Frage. Halten wir fest, in den Supermarkt kann man auch mit diesem Set fahren. Man kriegt, glaube ich, alle wesentlichen Einkäufe hier verladen. Allerdings stellt sich für mich die Frage, was ist denn, wenn wir mit 5 Personen und wahrscheinlich 4 Koffern verreisen wollen? Es kann also durchaus sein, dass man das Set für eine andere Art der Reise rausnehmen muss. Das ist machbar. Allerdings, 45 Kilo sind ein schweres Stück. Das heißt, man muss die Schubladen entfernen, den Tisch entfernen und dann alles irgendwie verstauen. Glücklich ist, wer eine eigene Garage hat und einfach nur die Teile rausnehmen muss. Wir hingegen leben in einer Mietwohnung im 2. Stock und einem Keller, der nicht so direkt zu erreichen ist. Für uns wäre das mit einigen Anstrengungen verbunden. Daher Alltagstauglichkeit, ja, aber nicht für jeden. Also, dein Fazit bitte. War es die Investition wirklich wert? Oder bleibst du am Ende doch eher der Hoteltyp? Die Frage aller Fragen, bin ich nun wirklich zu einem Carcamper mutiert? Jein. Halten wir fest, das Set ist ein Gamechanger in Sachen Liegekomfort und Stauraum. Der Klappmechanismus mit Gasdruckfedern, die ausziehbare Schublade und der integrierte Tisch, das alles ist hochprofessionell und auch schick. Daran kann man auf jeden Fall seine Freude haben. Etwas gewöhnungsbedürftig ist das Raumangebot im Liegen, denn der Himmel aus Glas ist manchmal verdammt nah. Zu nah? Das muss jeder selbst entscheiden. 1, 2 Nächte, das mag wohl gut funktionieren. Ein längerer Aufenthalt? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich persönlich würde da wahrscheinlich ein Hotel bevorzugen. Ob so etwas sein Geld wert ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich für meinen Teil bereue diesen Kauf zumindest nicht. Werde ich es so intensiv nutzen, wie ich mir das ausgemalt habe? Mal schauen. Genug Car-Camping-Theorie. Jetzt wollen wir hören, was ihr dazu sagt. Tesla-Schreinerei mit Sinn oder teurer Designer-Quatsch für Nerds? Ich bin gespannt auf eure Kommentare hier unter dem Video. Und ansonsten gilt wie immer, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst doch gern ein Like. Oder noch besser, ihr abonniert gleich diesen Kanal. Das freut mich und hilft diesem Kanal sehr weiter. Falls euch die Erlebnisse von meinem Roadtrip nach Spanien und Portugal ebenfalls interessieren, dann schaut doch einfach nochmal in der Beschreibung zu diesem Video nach. Da findet ihr die passenden Links. Das war's. Ich bin Ulf, das ist mein Bett und jetzt mache ich ein Nickerchen. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.